Morgen dann 4 bis 8 Grad. CCR Car Culture Rendezvous mit Philipp Tschaikowski. Willkommen zurück, liebe Autoverrückte. Hier ist wieder eure Lieblingsautoshow im Radio. Die einzige, die es wagt, die Wahrheit über Vierräder zu sagen, auch wenn sie manchmal schmerzt. Ich bin Philipp Tschaikowski und wie immer habe ich die beiden automobilen Schwergewichte an meiner Seite, die nun ja zumindest schwer sind. Finn Freudenberg und Florian Friedrich. Hey, ich habe über den Winter nur ein paar Kilo zugelegt. Das ist doch normal, oder? Man muss sich ja warm halten. Du meinst wohl, du musst dich ja voll halten, Finn, mit Bier und Bratwurst. Ach, halt die Klappe, Flo. Du bist doch nur neidisch auf meine natürliche Isolierung. Jungs, beruhigt euch. Wir sind hier, um über Autos zu sprechen, nicht über eure Winterspeckstrategien. Und heute haben wir uns ein ganz besonderes Kapitel der Automobilgeschichte vorgenommen. Ein Kapitel voller italienischer Leidenschaft, winziger Motoren und chromblitzender Niedlichkeit. Auto Bianchi. Herzlich willkommen. Auto Bianchi klingt wie eine dieser neumodischen Kaffeekreationen. Ich nehme meine Auto Bianchi Latte mit extra Schaum und einem Hauch von Rost. Oder wie eine Opernsängerin, die versucht, einen Parkplatz zu finden. Auto Bianchi, Marche cosa fai? Sehr witzig, Jungs. Aber nein, Auto Bianchi war eine italienische Automarke, die in den 50ern gegründet wurde und nun ja, sagen wir mal, interessante Fahrzeuge gebaut hatte. Und wir beginnen unsere Reise in der Vergangenheit mit dem Urvater aller knuffigen Kleinwagen, dem Auto, das in jede noch so enge italienische Gasse passt und dabei immer noch so aussieht, als käme es gerade vom Fotoshooting für die Vogue, dem Auto Bianchi Bianchina. Baujahr 1957, meine Freunde. Die Fabriken von Bianchi, die übrigens schon 1899, also quasi im letzten Jahrhundert gegründet worden waren so stark zerstört worden, dass kein Mensch wusste, wie man da jemals wieder ein Auto rausbringen konnte, das nicht aussah, als ob es mit einem Panzer gekämpft und verloren hat. Fiat und Pirelli, die damals wohl gerade nichts Besseres zu tun hatten, dachten sich, warum gründen wir nicht einfach mit denen zusammen eine neue Firma und stellen da was Kleines, Günstiges und vor allem Schickes rein. 1955 war es dann soweit. Auto Bianchi SPA wurde gegründet. 2 Jahre später erschien dann der Bianchina 500 und er basierte auf dem Fiat 500 Nuova, also so richtig. Man muss dazu wissen, in Italien der 50er, da hat man Autos gebaut, weil man unbedingt musste, nicht weil man es besonders gut konnte. Ein neues Auto zu bauen, war ein finanzielles Wagnis. Und wenn Fiat damals einen neuen Kleinwagen rausbrachte, mussten alle anderen natürlich irgendwie nachziehen. Und wer nicht genug Geld oder Ressourcen hatte, um selbst etwas zu entwickeln, der nahm halt, was er kriegen konnte. Das haben alle so gemacht. Bianchina bedeutet übrigens kleine Weiße. Süß, nicht? Aber unter dieser zuckersüßen Hülle tickte das Herz eines Fiat 500. Ein luftgekühlter 2-Zylinder Heckmotor, 479 Kubikzentimeter Hubraum und, haltet euch fest, 15 PS. 15 PS? Das ist ja weniger Leistung als mein Rasenmäher. Und mein Rasenmäher hat nicht mal einen Motor. Ja, lacht Noah. Aber 1957 waren 15 PS gar nicht so übel. Und außerdem war der Bianchina ja auch winzig. Knapp 3 Meter lang, 1,5 Meter breit. Da konntest du quer in einer Parklücke parken und hättest immer noch Platz für ein Picknick gehabt. Die Designer hatten ganze Arbeit geleistet, um den Bianchina ein wunderbares Design verpasst. Ein bisschen Chrom hier, ein paar Rundungen da und schon sah der Fiat 500 aus wie ein hässliches Entlein. Es gab das schnittige Coupé, die viersitzige Limousine namens Berliner Quattrobossi, viersitzig in einem Auto, das kleiner war als ein Einkaufswagen. Und für die Frischluftfanatiker gab es das Bianchina Cabriolet. Ein Cabriolet? In einem Auto, das bei starkem Gegenwind wahrscheinlich rückwärts fährt? Hey, es war ein Cabriolet.
und ein verdammt hübsches noch dazu. Knapp 8000 Leute haben sich insgesamt eins gekauft. Das ist doch was. Und dann gab es noch die Kombi-Version, die Panoramica. Riesige Fenster, praktische Heckklappe, perfekt für einen Großeinkauf. Oder für den Transport von, sagen wir mal, einer Großfamilie. 8 Kinder, 2 Eltern und der Hund passt auch noch rein, wenn man ihn ein bisschen zusammenfaltet. Ihr seid unmöglich. Der Bianchina war ein Stück italienischer Automobilgeschichte, ein Symbol für den Aufschwung nach dem Krieg, für Lebensfreude und Dolce Vita. Na, und für chronischen Herzmangel. Und für Ohrenschmerzen, wenn man mal versucht hat, auf der Autobahn schneller als 80 zu fahren. Ihr Banausen, ihr werdet nie die wahre Schönheit des Bianchina verstehen. Aber egal, wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und danach geht es weiter mit dem nächsten Kapitel der Auto Bianchi-Saga. Einem Auto, das tatsächlich seiner Zeit voraus war. Bleibt dran. Willkommen zurück, liebe Freunde der gepflegten Fortbewegung auf 4 Rädern. Hier ist wieder eure automobile Dreifaltigkeit, Philipp, Finn und Florian. Bereit, euch die Wunder und
nun ja, auch die weniger wunderbaren Aspekte der Automobilwelt näher zu bringen. Und wo waren wir stehen geblieben? Beim Bianchina, dem automobilen Äquivalent eines Espressos. Klein, stark und voller italienischem Temperament. Zumindest optisch. Und mit einem Geräuschpegel, der jeden startenden Düsenjet vor Neid erblassen lässt. Aber immerhin, man konnte sich beim Fahren noch unterhalten, wenn man sehr laut geschrien hat. Und in Gebärdensprache. Ihr zwei seid wirklich unverbesserlich. Aber lasst uns den kleinen Bianchina jetzt in Frieden ruhen und uns einem anderen, weit fortschrittlicheren Modell von Auto Bianchi zuwenden. Einem Auto, das seinerzeit so weit voraus war, dass es wahrscheinlich heute noch modern aussehen würde. Die Rede ist natürlich vom Auto Bianchi Primola. Wir schreiben das Jahr 1964. Der Käfer krabbelt munter und millionenfach über deutsche Straßen und in Italien denkt man sich, Moment mal, geht das nicht auch irgendwie anders? Und siehe da, Auto Bianchi präsentiert den Primola. Und der hat es in sich. Quer eingebauter Frontmotor, Vorderradantrieb, große Heckklappe, variabler Innenraum. Der Primola hatte alles, was wir heute als Standard in der Kompaktklasse kennen. Moment, quer eingebauter Frontmotor? Vorderradantrieb? Das klingt ja fast so, als ob die Italiener den Golf erfunden hätten, vor den Golf. Ja, so in etwa. Natürlich nicht optisch. Optisch war er einfach nur ein Auto. Aber die Technik, meine Freunde, die Technik. Der Primola war ein Trendsetter, ein Pionier. Ein Auto, das seinerzeit um Jahre, wenn nicht sogar um Jahrzehnte voraus war. Also quasi der DeLorean unter den Kompaktwagen, nur ohne Fluxkompensator und ohne Edelstahlkarosserie und ohne Flügeltüren. Und ohne Zeitreisefunktion. Aber ansonsten total der DeLorean. Ihr versteht doch, was ich meine. Der Primola war revolutionär. Er bot Platz, Komfort und er fuhr sich für damalige Verhältnisse fantastisch. Sogar die konservative Kundschaft, die mit Schrägheck und großer Klappe nichts anfangen konnte, bediente man mit einer klassischen viertürigen Limousine. Und das Coupé von Touring entworfen ist bis heute einfach nur schön. Hier kam sogar der 1,4 Liter Motor des Fiat 124 zum Einsatz, was ihm nochmal richtig Beine machte. Also quasi ein Auto Bianchi mit Dampf. So kann man es ausdrücken, mein Lieber. Und der 124 war ja auch keine Schlaftablette. So war Auto Bianchi in den 60ern und 70ern der Konkurrenz immer einen Schritt voraus. Citroën übernahm in vielen Exportmärkten den Vertrieb, weil sie selbst nichts Vergleichbares hatten. Der Primola hatte quasi die Blaupause für alle Kompaktwagen der folgenden Jahrzehnte geliefert. Egal ob Astra, Golf, Escort, Uno oder wie sie alle heißen. Die Konzepte der Auto Bianchi Modelle waren einfach ihrer Zeit voraus. Ich stelle mir gerade vor, wie ein deutscher Autokäufer 1964 beim Citroën-Händler steht und sich den Primola anschaut. Vorderradantrieb? Was soll das denn sein? Und wo ist der Kofferraumdeckel? Das ist doch kein richtiges Auto. Und dann kommt so ein schmieriger italienischer Verkäufer mit Schnurrbart und sagt, Signore, das ist die Zukunft. Das ist Avanti, Avanti. Das ist, wie heißt das deutsche Wort für Fortschritte? Du meinst so einen Vorsprung durch Technik? Ja, genau. Vorsprung durch Technik. Nur eben auf Italienisch. So oder so ähnlich könnte es gewesen sein. Der Primola war ein Meilenstein, ein Wegbereiter. Und er hat gezeigt, dass Auto Bianchi mehr konnte, als nur niedliche Kleinwagen zu bauen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, der Erfolg des Primola blieb überschaubar. Wahrscheinlich haben die meisten Leute einfach nicht verstanden, was sie da vor sich hatten. So wie die Menschen damals, die zum ersten Mal einen Farbfernseher gesehen haben und dachten, das sei Hexenwerk. Oder wie ich, als ich zum ersten Mal Sushi gegessen habe. Was? Roher Fisch? Seid ihr verrückt? Und jetzt kann ich nicht mehr ohne. Ja, der Primola war seiner Zeit einfach zu weit voraus. Und vielleicht war er auch einfach nicht deutsch genug. Der deutsche Autokäufer der 60er Jahre wollte ein Käfer, ein Kadett oder ein Taunus. Etwas Solides, etwas Vertrautes. Kein italienisches Experiment mit Frontantrieb und Schrägheck.
Tja, Pech gehabt. So blieb der Primula ein Geheimtipp für Kenner, ein Auto für Individualisten. Und heute? Heute ist er eine Rarität, ein begehrtes Sammlerstück. So ist es. Und damit sind wir am Ende unseres kleinen Ausflugs in die Welt des Auto Bianchi Primula angelangt. Ein Auto, das die Automobilwelt hätte verändern können, es aber leider nicht tat. Aber wer weiß, vielleicht hätte es ohne den Primula den Golf nie gegeben. Und das wäre doch eine ziemlich traurige Vorstellung, oder Jungs? Allerdings, dann hätten wir heute wahrscheinlich alle ein Ein Käfer GTI mit Heckspoiler und 150 PS Boxermotor. Okay, das reicht jetzt mit den Spekulationen. Wir machen eine kurze Pause und danach widmen wir uns einem weiteren Auto Bianchi Modell. Einem Auto, das klein war, aber oh, bleibt dran. ...1963 wurde der Stellina auf dem Turiner Autosalon vorgestellt. Und er war etwas Besonderes. Nicht nur wegen seiner Kunststoffkarosserie, sondern auch, weil er ein offener Zweisitzer war. Ein Roadster, wenn man so will.
Das Design war schlicht, aber elegant. Keine überflüssigen Schnörkel, keine aggressiven Linien, einfach nur pure, unverfälschte Fahrfreude unter freiem Himmel. Naja, theoretisch zumindest. Praktisch hatte er den gleichen Motor wie der Fiat 600D. Also, sagen wir mal, überschaubare Fahrfreude. 29 PS, um genau zu sein. Immerhin mehr als der Bianchina. Das stimmt, aber der Stellina war ja auch kein Sportwagen. Er war eher ein Cruiser, ein Auto zum Flanieren, zum Sehen und Gesehen werden. Ein Auto für die italienische Riviera, für die Küstenstraßen Frankreichs, für die sonnigen Seiten des Lebens, wenn man die Fahrbahn leicht abschüssig wählte. Der Stellina hatte seine Qualitäten. Er war leicht, dank seiner Kunststoffkarosserie, die auf einem separaten Stahlrahmen montiert war. Das machte ihn zwar nicht zum Rennwagen, aber immerhin einigermaßen agil. Agil im Sinne von, er bewegt sich, wenn man ihn anschiebt. Er hatte immerhin schon Scheibenbremsen vorne. Das war 1963 keine Selbstverständlichkeit. Und er war sparsam, was bei den damaligen Benzinpreisen in Italien sicher kein Nachteil war. Aber er war teuer, oder? Teurer als die Konkurrenz von Fiat. Ja, das war er. Und das war wahrscheinlich auch sein größtes Problem. Der Stellina war ein Nischenprodukt, ein Auto für Liebhaber. Und von denen gab es anscheinend nicht genug. Wahrscheinlich haben die meisten Leute dann doch lieber zum Fiat 850 Spider gegriffen. Der war zwar auch nicht viel schneller, sah aber wenigstens nach mehr aus. So wird es gewesen sein. Der Stellina war seiner Zeit vielleicht einfach zu weit voraus. Oder zu weit hinten, je nachdem wie man es sieht. Jedenfalls wurde die Produktion nach nur 2 Jahren und 502 Exemplaren eingestellt. Heute ist der Stellina natürlich eine absolute Rarität, ein begehrtes Sammlerstück, wenn man überhaupt einen findet und wenn man das nötige Kleingeld hat. Der Stellina ist ein ganz besonderes Auto, ein Auto, das man wahrscheinlich nie auf der Straße sehen wird, außer vielleicht in einem Museum. Aber ein Auto, das trotzdem seinen Platz in der Geschichte von Auto Bianchi verdient hat. Und der Vollständigkeit halber, 1965 gab es nochmal eine leichte Modellpflege. Der Stellina bekam den Motor des Fiat 600D, hatte jetzt 767 Kubikzentimeter und leistete tatsächlich 32 PS. Aber auch das änderte nichts mehr am Schicksal dieses kleinen Roadsters.
Also gut, ihr beiden, ihr habt es so gewollt. Anscheinend können wir das Kapitel Auto Bianchi nicht abschließen, ohne über das schwarze Schaf der Familie zu sprechen. Also schnallt euch an, es wird holprig. Wir präsentieren den Auto Bianchi A111. Er kam 1969 auf den Markt und war nicht gerade der Höhepunkt der Auto Bianchi-Geschichte. Eher der Tiefpunkt? Oder der absolute Nullpunkt? Jetzt übertreibt mal nicht. Aber ja, der A111 hatte es nicht leicht. Er sollte die Lücke zwischen dem Primola und dem A112 schließen, also in der Mittelklasse wildern. Und er sah auch aus wie ein Auto aus der Mittelklasse der frühen 70er. Das Design war, nun ja, zweckmäßig. Zweckmäßig im Sinne von, er hatte 4 Räder und ein Dach? Immerhin. Aber lassen wir das Äußere mal beiseite. Das Problem des 111 war, dass er irgendwie in der Zeit feststeckte. Während der Primola noch mit Innovationen glänzte, wirkte der 111 wie ein Rückschritt. Also quasi ein Primola, nur eben schlechter? So kann man es sagen, Florian. Er hatte zwar auch Frontantrieb, aber die Technik war längst nicht so fortschrittlich wie beim Primola. Und er war größer, aber nicht unbedingt geräumiger. Klingt nach einem Auto, das keiner wirklich gebraucht hat. So war es leider auch. Der 111 war ein Ladenhüter. Und das lag nicht nur an der veralteten Technik, sondern auch an der starken Konkurrenz, vor allem aus dem eigenen Haus. Fiat? Genau. Der 111 hatte die gleiche formale Ähnlichkeit zum Fiat 128 wie der Bianchina zum Fiat 500 und der Primola zum Fiat 124. Nur mit dem Unterschied, dass der 111 einfach in fast allen Belangen schlechter war. Er war teurer, weniger spritzig und er hatte ein altmodisches Design, ohne den Charme des Primola zu besitzen. Sogar die besser ausgestattete Version konnte daran nichts ändern. Und der Fiat 128 war ja auch kein schlechtes Auto. Ganz im Gegenteil. Warum sollte man also mehr Geld für ein 111 ausgeben? Vielleicht für den Namen? Auto Bianchi klingt ja schon irgendwie edler als Fiat. Oder für das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu fahren. Etwas, das sonst keiner hat, weil es keiner haben will. Spottet nur. Aber der 111 hatte auch seine guten Seiten. Er war zumindest für die damaligen Verhältnisse recht komfortabel. Na, immerhin etwas. Und er hatte einen 75 PS starken Motor, der ihn, nun ja, in Bewegung setzte. Immerhin hatten die Ingenieure den Motor aus dem Primola Coupé genommen und ihn an die Vorderachse verpflanzt. 75 PS? Das ist ja ausreichend. Für damalige Verhältnisse, ja. Aber der 111 war kein Sportwagen. Er war eher eine Familienkutsche. Eine ziemlich biedere Familienkutsche. Also quasi das automobile Äquivalent zu einem Kordanzug. Oder so einem Gartenzwerg. Ihr seid wirklich grausam. Aber ja, der 111 war kein Auto, das die Massen begeisterte. Er war einfach da. Ja, unauffällig, bieder, ein bisschen langweilig. Und er wurde auch nicht lange gebaut, soweit ich weiß, oder? Nein, nach nur 4 Jahren und gerade einmal knapp 57.000 produzierten Fahrzeugen war Schluss. Der A111 verschwand so, wie er gekommen war, sang- und klanglos. In Deutschland hatte Citroën den Vertrieb übernommen, aber im Gegensatz zum weit verbreiteten Fiat-Modell blieb der A111 hier ein Exot. Vermutlich wurden nur eine Handvoll überhaupt nach Deutschland verkauft und von denen sind heute, wenn überhaupt, nur noch Fragmente übrig, die nicht von Rost zerfressen wurden. Ein kurzes, glanzloses Kapitel in der Auto Bianchi-Geschichte. Besser hätte ich es nicht sagen können, Florian. Zu groß für einen Kleinwagen, zu klein für eine Oberklasse-Limousine, zu modern für die Konservativen, zu altmodisch für die Progressiven. Ein Auto für niemanden, sozusagen. Leider ja. Und so bleibt der 111 ein eher unrühmliches Kapitel in der ansonsten so glanzvollen Geschichte von Auto Bianchi. Ein Auto, das man am liebsten vergessen würde. Aber wir haben es nicht vergessen. Stimmt. Und das ist auch gut so. Denn auch die Misserfolge gehören zur Geschichte dazu. Und unser kleiner Kollege hier zeigt, dass auch Auto Bianchi nicht immer ein goldenes Händchen hatte. Sondern manchmal auch ein, blechernes? So könnte man es ausdrücken. Aber jetzt haben wir den A111 wirklich genug gewürdigt. Und was kommt nach A111? Richtig, A112. Und der Auto Bianchi A112 von 1969 war wirklich ein Winzling. Noch kleiner als die Bianchina, wenn man das für möglich hält. Und der hat es faustdick hinter den Radkappen. Also quasi ein
Floh mit eingebautem Turbolader? So ungefähr. Auto Bianchi hatte sich das Konzept des Austin Mini, also wirklich des Originals, nicht des heutigen aufgeblasenen Lifestyle-Kombis, genauer angeschaut und es, sagen wir mal, optimiert. Der A112 hatte eine praktische Heckklappe, quer eingebaute sparsame Motoren und natürlich Frontantrieb. Der Mini war damals übrigens schon 10 Jahre alt. Da sieht man mal, wie genial und gleichzeitig unerreicht diese Konstruktion war. Optimiert im Sinne von noch kleiner gemacht. Nicht unbedingt kleiner, aber moderner und vor allem flotter. Der A112 war ein echtes Spaßmobil. In der Tradition des Coopers gab es eine Sportversion, den A112 Abarth. 58 PS aus einem 982 Kubikzentimeter großen Vierzylinder. 58 PS, mein lieber Scholli, das ist ja fast schon Rennsportniveau für die damalige Zeit. Und Fahrzeugklasse, natürlich. Allerdings, und es sah auch so aus, mattschwarze Motorhaube, breitere Reifen, Sportlenkrad, da wusste jeder sofort, dass da kein gewöhnlicher Kleinwagen kommt. Sondern ein aufgepumpter Zwerg mit einem Minderwertigkeitskomplex? Der es aber in sich hatte. Ich meine, 58 PS in einem Auto, das wahrscheinlich weniger wiegt als ein gut gefüllter Picknickkorb. Er wog etwa 700 Kilogramm. Siehst du, da geht schon was. Und wie? Der Abarth war ein Kurvenräuber, ein Stadtflitzer, ein Spaßgerät und er war der Albtraum aller Fahrer von größeren und schwerfälligeren Autos. Aber mal ehrlich, Philipp, war der A112 auch alltagstauglich oder musste man nach jeder Fahrt zum Chiropraktiker? Er war erstaunlich alltagstauglich. Natürlich war er kein Raumwunder, aber für 2 Personen und ein bisschen Gepäck reichte der Platz. Und dank der großen Heckklappe war er sogar relativ praktisch. Und auch relativ sparsam, oder? Ich meine, bei den heutigen Spritpreisen wäre so ein A112 wahrscheinlich ein Traumauto. Allerdings, der A112 war ein echtes Sparwunder und er war zuverlässig, zumindest für italienische Verhältnisse. Die Motoren waren robust, die Technik war überschaubar und wenn doch mal was kaputt ging, konnte man es meistens selbst reparieren, mit einem Schraubenschlüssel und einem Hammer. Und einem guten Draht zum örtlichen Schrottplatz. Naja, Ersatzteile waren schon ein Thema, das stimmt. Aber es gab ja eine eingeschworene Gemeinde, die sich gegenseitig geholfen hat. Man hat sich halt einfach auf dem Schrottplatz seines Vertrauens getroffen, um die Reste anderer verblichener A112 zu plündern. Er fuhr ja quasi in jedem Land Europas, einfach unter verschiedenen Namen. Fiat 127 in Spanien, Polski Fiat in Polen, Zastava in Jugoslawien, Seat in Spanien. Quasi ein Globetrotter, wie er im Buche steht. Und irgendwo stand immer was rum, was man ausschlachten konnte. Und ab den 80ern wurde er ja zu Lancia gezählt. Das heißt, er fuhr bei uns als Lancia A112, in Italien aber weiterhin als Auto Bianchi. Verrückt, nicht? Klingt nach einer echten Fangemeinde, so wie bei den Käferfahrern, nur eben in klein. Genau, der A112 hatte Kultstatus und er hat ihn heute noch. Es gibt immer noch viele Liebhaber, die ihren A112 hegen und pflegen, die ihn restaurieren und auf Treffen präsentieren. Und das hat sich sogar gereimt. Wow. Der A112 Abarth ist eben ein Auto, das man einfach lieben muss. Ein Auto mit Charakter, mit Seele. Ein Auto, das beweist, dass Fahrspaß nicht von Größe oder Leistung abhängt, sondern vom Gesamtpaket. Und vom Leistungsgewicht. Auch das, mein Lieber, auch das, aber vor allem vom Gesamtpaket. Der A112 war einfach ein geniales Auto. Klein, leicht, wendig, sparsam und schnell. Was will man mehr? Einen größeren Kofferraum? Eine Klimaanlage? Ihr seid Banausen. Aber egal. Uns erwartet noch ein letztes Modell zur Würdigung als Abschluss dieser fantastischen Reise. Was für ein Modell das ist, das hören wir gleich.
Der Auto Bianchi Y10, ein Kleinwagen aus den 80ern, der aussah wie alle anderen Kleinwagen aus den 80ern. Er hatte Charakter, Florian. Und er war sparsam. Und er war das letzte Auto, das unter dem Namen Auto Bianchi verkauft wurde, bevor die Marke endgültig in Lancia aufging. Ist es das, was du sagen willst, Finn? ja, so in etwa. Und er hatte doch diese markante Heckklappe. Ja, die markante Heckklappe, die war schwarz, unabhängig von der Wagenfarbe. Das weiß ich auch noch. Ein Designstatement der besonderen Art. So kann man es auch nennen. Also gut, der Auto Bianchi Y10. Also eigentlich Lancia Y10. Aber eben in Italien noch als Auto Bianchi verkauft. Was gibt es über ihn zu sagen? Also der Y10 wurde 1985 vorgestellt, als Nachfolger des A112, wenn man so will. Und er war modern. Modern im Sinne von, er hatte ein halbdigitales Armaturenbrett? Nein, das nicht. Aber er hatte eine aerodynamische Karosserie mit einem CW-Wert von 0,31. Wow, da kann man ja fast schon von einem windschnittigen Auto sprechen für damalige Verhältnisse. Und er war sparsam. Wie du schon sagtest, Finn. Dank der neuen Fire-Motoren von Fiat. Fire, wie spricht man das aus? Ist es italienisch oder? Fire. Das steht für Fully Integrated Robotized Engine. Die wurden komplett volle Robotern gebaut. Wahrscheinlich, weil kein Mensch diese winzigen Motoren zusammenschrauben konnte, ohne wahnsinnig zu werden. Sie waren jedenfalls effizient und sie reichten von 1 Liter bis 1,3 Litern Hubraum. Und es gab sogar eine Turbo-Version. Stimmt, der Y10 Turbo mit 85 PS. Und mit einem Ladeluftkühler. Das war damals noch was ganz Besonderes. Ein echter Wolf im Schafspelz. Also ein sehr kleiner Wolf. Und dann gab es ja auch noch den Y10 Four-Wheel-Drive, ja, also mit Allradantrieb. Ja, für die Alpenländer und für alle, die im Winter nicht stecken bleiben wollten. Ein Nischenmodell, aber immerhin. Also quasi der Panda 4x4 wie die Schickeria? So könnte man es sagen, Florian. Der Y10 war ja auch als Stadtauto für die Dame positioniert. Oder zumindest hat Lancia bzw. Auto Bianchi das versucht. Mit mäßigem Erfolg, oder? Kann man so sagen. Der Y10 war kein schlechtes Auto, aber er war eben auch nichts Besonderes. Er war ein typisches Produkt der 80er und er hatte starke Konkurrenz, auch aus dem eigenen Haus, in Form des Fiat Uno. Und er hatte eben diese spezielle Heckklappe. Die schwarze Heckklappe, ja. Die war so etwas wie sein Markenzeichen, aber eben kein besonders attraktives. Warum eigentlich die schwarze Heckklappe? Was war der Sinn dahinter, wenn man ein nicht ganz zu Ende lackiertes Auto hat? Ich meine, das wäre so, als würdest du nur eine halbe Banane essen, ja? Und den Rest wegwerfen. Nun, ursprünglich sollte die Heckklappe aus unlackiertem Kunststoff, wie etwa die Stoßfänger vorne und hinten, gefertigt werden, was zu einer Gewichtsreduzierung und zu einer Kostenreduzierung geführt hätte. Aber Versuche mit Kunststoffheckklappen brachten nicht die gewünschten Ergebnisse, sodass die Bauteile für die Serie in Stahlblech ausgeführt wurden. Um das Erscheinungsbild beizubehalten, wurde die Heckklappe matt schwarz lackiert. Nur einige Sondermodelle haben einen in Wagenfarbe oder in einem etwas dunkleren Ton lackierten Kofferraumdeckel. Aber immerhin hatte er einen, im Gegensatz zu manch anderem Kleinwagen der damaligen Zeit. Welche würden dir jetzt so spontan in den Sinn kommen? Da wäre zum Beispiel der Citroën Visa. Der hatte in der ersten Version, also vor dem Festlift von 1981, zwar eine Art Kofferraumdeckel, aber der war so klein und so ungünstig geschnitten, dass man kaum etwas in den Kofferraum bekam. Oder zum Beispiel den Renault 4. Der hatte zwar hinten eine Tür, aber die war, wie soll ich sagen, speziell. Ja, die war unten angeschlagen und wurde nach unten geklappt. Und dann hatte man darüber noch ein separates Fenster, das man nach oben klappen konnte. Umständlicher ging es kaum. Also quasi ein würdiger Abschluss für die Marke Auto Bianchi. Würdig, das ist vielleicht
etwas hochgegriffen. Sagen wir, ein unspektakuläres Ende für eine Marke, die mit spektakulären Autos begonnen hatte. So will ich es formulieren. Aber immerhin, er hat es bis 1995 geschafft. Stimmt, 1992 wurde der Y10 optisch und technisch leicht überarbeitet, bekam den Motor des Lancia D3 mit 75 PS und wurde in einigen Märkten, aber nicht in Italien, bereits als Lancia Y10 verkauft. 1995 war dann endgültig Schluss. Da wurde der Y10 durch den Lancia Y ersetzt. Die Nummerierung fiel weg und Auto Bianchi verschwand vom Markt. Also ein leises Ende für eine große Marke. Ja, ein leises Ende. Aber immerhin, der Y10 lebt weiter in den Herzen der Fans und auf den Schrottplätzen dieser Welt. Und in unserer Erinnerung als das Auto mit der schwarzen Heckklappe. So ist es. Und damit haben wir jetzt aber wirklich alles über Auto Bianchi. Moment mal, Philipp, da gab es doch noch diese Sonderedition, diese Spezialversion. Die gab es doch auch bei Auto Bianchi, oder? Oh nein, nicht auch das noch. Ich dachte, wir wären durch. Finn, du hast ja recht. Natürlich gab es die. Aber müssen wir die jetzt wirklich auch Aber noch... klar, das ist doch super spannend. Limitierte Auflagen, besondere Lackierungen, spezielle Ausstattungen, das ist doch genau unser Ding. Na gut, Finn, wenn du meinst, aber dann mach du das. Ich kann nicht mehr. Ich bin mit meinem Auto Bianchi-Weisheiten am Ende. Also, liebe Zuhörer, haltet euch fest, es wird exotisch. Wir tauchen jetzt ein in die Welt der Auto Bianchi Sonderedition. Und da gab es einige, das kann ich euch sagen. Ja, leider. Zum Beispiel den Bianchina Cabriolet Eden Rock, benannt nach dem legendären Hotel an der französischen Riviera. Ein Auto für die Schönen und Reichen, für die Stars und Sternchen, für die es sich leisten konnten. Genau, mit edlem Holzlenkrad, speziellen Sitzbezügen, ein Traum, nur eben als Auto und in klein. Und wahrscheinlich genauso teuer wie eine Übernachtung im echten Eden Rock. Vielleicht. Aber dafür konnte man mit dem Auto auch wegfahren, wenn die Nachbarn am Pool so laut wurden. Oder wenn man kein Kleingeld mehr hatte, weil man sein ganzes Vermögen für diesen fahrbaren Untersatz ausgegeben hatte. Und dann gab es noch den A112 Giovanni. Giovanni? Jung? Der A112 war doch sowieso schon das Jugendauto von Auto Bianchi. Stimmt, aber der Giovanni war noch jugendlicher. Mit knalligen Farben, sportlichen Streifen und einem Kassettenradio? Möglicherweise. Auf jeden Fall war er ein Hingucker. Und er war schnell. Naja, für einen A112 zumindest. Also immer noch langsamer als ein Mofa bergauf. Aber darum ging es ja nicht. Es ging um den Style und das Lebensgefühl und das Dolce Vita. Und das hat der A112 Giovanni perfekt verkörpert. Wenn man auf Streifen steht und auf knallige Farben und auf Kassetten. Dann gab es noch die Sonderserie Elegant des A112. Die hieß dann auch wirklich so. Hier wurde die Leistung des Abarth auf 69 PS geschraubt. 1973 kam dann die Sonderserie Elite auf den Markt mit 5-Gang-Getriebe und 65 PS aus einem 985 Kubikzentimeter großen Motor. Na, immerhin haben die Italiener hier nicht an Leistung gespart. Und dann gab es natürlich noch unzählige weitere Sondermodelle, je nach Markt und nach Jahr. Sondermodelle, von denen vermutlich nicht einmal mehr die Auto Bianchi-Historiker alle kennen. Weil sie so selten sind oder so unbedeutend. Oder so skurril. Genau das macht den Charme von Auto Bianchi aus, findet ihr nicht? Diese Mischung aus genialer Technik, mutigem Design und einer Prise italienischem Wahnsinn. Da hast du recht, Philipp. Auto Bianchi war eben anders. Und die Sondermodelle waren quasi das i-Tüpfelchen auf dem automobilen Kurzwerkkuchen. Immerhin haben wir jetzt wirklich alles über Auto Bianchi gesagt, was es zu sagen gibt. Oder fällt dir noch was ein, Finn? Nein, ich glaube, das war's jetzt wirklich. Gott sei Dank, dann können wir dieses Kapitel jetzt
endlich abschließen. Und uns endlich wieder wichtigeren Dingen widmen. Zum Beispiel der Frage, welches Auto wir in der nächsten Sendung besprechen. Und ich verspreche euch, es wird kein Auto Bianchi sein. Also, wie immer danke ich euch beiden fürs Durchhalten und mitdiskutieren. Immer wieder gerne. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und an Sie, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Durchhalten. Wir hoffen, Sie hatten Spaß mit unserem Automobil-Marathon durch die Welt von Auto Bianchi. Und wir hoffen, Sie haben etwas gelernt über kleine, große, schnelle, langsame, schöne, hässliche und vor allem besondere Autos.